Welche ETFs haben in 2021 die beste Rendite erzielt? Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist ein ETF, der auf lange Sicht von der Performance her eher ein Desaster ist und den sich wohl die wenigsten von euch dauerhaft in ihr Portfolio legen würden. Wir schauen heute auf die Top 5 ETFs im Jahr 2021 nach Rendite und stellen uns die Frage, ob diese ETFs auch attraktiv für 2021 sind. Vielen Dank dabei an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Da die Performance der ETFs im Grunde genommen maßgeblich von dem Index, der Region, der Branche und dem Land abhängig ist, den sie abbilden, gibt es natürlich mehrere ETFs von Xtrackers, iShares, Luxor, Amundi und Co., die ähnliche Marktsegmente abbilden. Daher habe ich die Top 5 ETFs nach wesentlichen Merkmalen zusammengefasst, da ansonsten eine Branche sämtliche Top 5 Positionen hier belegen würde. Auf Platz 5 liegt der Xtrackers MSCI GCC Selected Swap ETF, ein Swap-ETF, der ausschließlich in Aktien aus den Golfstaaten investiert. Im Fokus stehen dabei vor allem Aktien aus dem Finanzwesen und vor allem Aktien aus Saudi-Arabien. Viele Banken bescheren dem ETF im Jahr 2021 satte 48% Rendite. Mit 0,65% Gesamtkostenquote ist der ETF relativ teuer und besitzt mit 23 Millionen Euro noch ein sehr kleines Fondsvolumen. Seit Ende 2019 gibt es hier sogar aber ein 100% Wachstum bis heute. Die Golfstaaten liegen also ziemlich im Trend. Weiter mit Banken geht es auch auf Platz 4. Der iShares S&P US Banks ETF filtert auf US-amerikanische Banken, die in den USA beheimatet sind. Mit dabei sind Schwergewichte wie die Bank of America oder eben Wells Fargo. Tatsächlich hat der ETF zwischen 2018 und 2020 kaum etwas im Kurs geleistet. 2021 legte der ETF jedoch mit 50,67% Rendite kräftig zu und streicht in unserem Ranking hier Platz 4 ein. Das Fondsvolumen ist dabei in Ordnung und auch die Gesamtkostenquote ist nicht allzu hoch. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Mit dabei auf Platz 3 in diesem Ranking ist der VanEck Vectors Semiconductor ETF, den ich auf diesem Kanal bereits hier in diesem Video vorgestellt habe. Der ETF, der ausschließlich Halbleiteraktien beinhaltet, wie Nvidia, AMD, Intel und Co., aber auch Zulieferer wie ASML mit im Portfolio hat, kommt im Jahr 2021 auf 56,38% Rendite. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,35% sind die Kosten ebenfalls okay und mittlerweile besitzt der ETF auch ein großes Fondsvolumen, was den ETF jetzt retrospektiv, also mit Blick auf meine Analyse damals, heute noch etwas aufwertet. Jetzt wird es langsam spannend. Auf Platz 2 liegt der Xtrackers LPX Private Equity Swap ETF, der stolze 64,17% im Jahr 2021 erzielte. Der ETF möchte die 25 liquidesten Private Equity Unternehmen, die weltweit notiert sind, abbilden und gewichtet diese Aktien dabei nach der jährlichen Netto-Dividendenrendite. Was dem einen oder anderen hier nicht gefallen könnte, wäre die Replikation als Unfunded Swap und die recht hohe Gesamtkostenquote von 0,7%. Aufgrund der Performance zuletzt dürfte das den Anlegern aber nicht wehgetan haben. Seit 2010 hat sich der ETF verfünffacht. Das Wachstum zuletzt ist wirklich enorm, sodass es aber auch fraglich ist, ob der Private Equity Sektor im Jahr 2021 nochmal so ein Wachstum hinlegen wird. Mit 25 Unternehmen ist das Risiko zudem hier auch relativ hoch und die Streuung sehr gering. Ein vergleichbarer ETF mit etwas weniger Rendite ist der iShares Listed Private Equity ETF. Dieser ETF ist allerdings noch etwas teurer als der Xtrackers ETF und kommt auf 51% Rendite, ist allerdings physisch replizierend und bildet 71 Unternehmen ab, nicht nur 25, was das Risiko hier etwas mindert, in 2021 aber eben auch die Rendite im Vergleich. Private Equity Unternehmen sind häufig Beteiligungsgesellschaften, die Startkapital für Startups vergeben, sogenanntes Venture Capital zur Verfügung stellen oder bei Finanzierungen eines raschen Wachstums bei größeren Gesellschaften investieren. Das nennt man dann Growth Capital. Außerdem wirken sie bei Unternehmensübernahmen mit, dem sogenannten Leverage Buyout zum Beispiel. In der Regel sind dies also keine produzierenden Unternehmen. Ganz vorne auf Platz 1 in diesem Ranking liegen jetzt einige ETFs bzw. eine ganze Branche. Der Energiesektor, allen voran der iShares Oil and Gas Exploration and Production ETF, hat in 2021 mit 85,5% Rendite in diesem Ranking hier die beste ETF-Rendite erzielt. Das mag für den einen oder anderen erstaunlich erscheinen, weil Öl und Gas jetzt gerade eigentlich nicht so zukunftsträchtig erscheinen. Viele würden wohl eher auf einen Clean Energy ETF setzen.
Und wenn man sich die langfristige Performance dieses Öl- und Gas-ETFs anschaut, würde man wohl auch nicht auf die Idee kommen, sich diesen ETF in sein langfristiges Portfolio zu packen. Warum sind die Aktien denn in diesem ETF so stark im Trend? Nun, das hat mehrere Gründe. Zum einen war das Jahr 2020 bekanntlich durch die Ölkämpfe zwischen Saudi-Arabien, den USA und Russland für die Aktien hier durch den sehr niedrigen Ölpreis eher negativ geprägt. 2021 gibt es aber phasenweise eine Erdgasknappheit und auch stark steigende Ölpreise. Und so profitieren auch die Konzerne wie eben EOG Resources, ehemals Enron Oil and Gas, von diesem Zustand. Öl und Gas liefen also richtig gut. Das führte natürlich auch dazu, dass der Öl- und Gas-ETF mit über 80% Rendite in diesem Jahr sehr stark performte. Das führt aber natürlich auch dazu, dass dann automatisch auch weitere Energie-ETFs eine starke Performance hinlegen. Denn dazu zählt zum Beispiel der iShares S&P 500 Energy Sector ETF mit knapp 70% Rendite, der Spider S&P US Energy Select Sector ETF, der Xtrackers MSCI USA Energy ETF und ähnliche ETFs. Natürlich liegt das Ganze daran, dass die Öl- und Gasriesen auch in diesen ETFs eine starke Gewichtung besitzen. Nichts also aktuell hier mit Clean Energy, wobei ich persönlich ohnehin kein Fan des Energiesektors insgesamt bin. Mit dem iShares S&P 500 Energy Sector ETF hätte man auf 5 Jahre gerechnet übrigens 0% Rendite erzielt. Interessant war dieser ETF wirklich höchstens, wenn man diesen Sprung im Öl- und Gaspreis vermutet hätte und darauf spekuliert, dass der Markt kurzfristig jetzt wieder steigt, oder zumindest in diesem Jahr. Für ein Buy-and-Hold-Portfolio ist das Ganze weniger interessant aus meiner Sicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, schreibt gerne eure Anmerkungen dazu, ob ein ähnliches Format wieder weitergeführt werden sollte. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieses Video ist keine Investment- oder Anlageberatung. Die Produzenten und Darsteller können nicht haftbar gemacht werden. Wenn ihr basierend auf den Informationen in diesem Video Verluste mit euren Investments erwirtschaftet, das Video dient nur zur Unterhaltung.